Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica Below Zero in meinem trauten Heim. Glück allein, aber zu unserem tatsächlichen Glück fehlt noch ein kleines bisschen, nämlich der Rest von Allens neuem Körper und den holen wir uns jetzt. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert und glaube jetzt zu wissen, wie wir uns bewegen müssen. Ich mache das nochmal kurz alles weg und dann die zwei wieder hin. Wir kommen auf jeden Fall, nachdem wir das geholt haben, wieder hierher. Also brauchen wir den jetzt noch nicht bauen. Wobei, dann brauche ich eigentlich auch die nicht dran machen. Was wir jetzt nochmal brauchen, ist ein bisschen was zu futtern. Da wird uns das hier behilflich sein. Ich muss die jetzt gleich nochmal einsammeln und woanders hinsetzen. Die ist schon wieder viel zu weit weg. Ja, die Blasenfische, die werden jetzt alle immer ausgelassen, weil ich die nicht mehr brauche. So. Ein bisschen näher zumindest. So, und zack. Und weiter geht's mit dem Sammeln. So. Wir müssen nämlich nochmal in die Kälte. Das heißt, ich muss auch diesen Wärmeanzug mitnehmen. Wir müssen nochmal den Schneefuchs abholen und einpacken. Und die Basis, also die Station von dem Schneefuchs am besten auch, dass wir den aufladen können, weil ich nicht weiß, wie viele Ladungen wir brauchen. Und diesen Klopfer. Ja. Essen. Vielleicht auch nicht verkehrt, nur ist das alles halt nicht so lang haltbar. Naja, jetzt probieren wir es mal. Hier gibt es nochmal Trinken. Gut. Das war das. Also Wärmeanzug müsste da vorne drin sein. Und den Helm, den tauschen wir natürlich nachher. Die Batterie ist zum... Upsala. Ist zum Laden. Ja. Das war's eigentlich soweit. Jetzt müssen wir halt, Achso, nee, den Klopfer wollte ich noch mitnehmen. Wo ist der eigentlich? Ist der auch da drin? Hier. Manche Sachen sehen irgendwie wegen dieser Mehrfachbelegung so komisch aus, dass man die gar nicht erkennt so richtig. Den Pingu brauche ich ja eigentlich nicht da drüben, ne? Ich lasse den mal hier, sonst haben wir bloß wieder nicht so viel Platz. Auch wenn ich nicht weiß, ob wir dafür jetzt überhaupt so viel Platz brauchen, weil es ja vielleicht nur ein Ding ist. Schneefuchs. Ne, wir nehmen wieder Delta. Das hat uns immer gut... nicht Delta. Vieh. Wo bist du? Da. Das hat uns immer gut angeleitet. Und dann können wir überlegen, ob wir über den Landweg gehen. Die zwei Stationen sind ja verbunden. Ich zeige es nochmal kurz auf der Karte, damit man sich das vorstellen kann. Ja, hier kann man es eigentlich auch schon sehen, ne? Wir sind irgendwo hier mit dem... kommen wir raus und da ist auch der Schneefuchs. Und dann können wir zum Beispiel hier rumgehen und dann über die Brücke. Oder wir... gehen halt da nochmal unter Wasser und gehen dann hier irgendwie wieder rein. Das ist eigentlich wurscht. Ich möchte es nur gerne nicht ohne den Schneefuchs machen, sonst haben wir nämlich wieder den Stress mit der Kälte und kommen auch einfach viel zu langsam voran. Mit den Würmern wird es jetzt etwas eine Herausforderung, aber vielleicht... Ach ja, habe ich eigentlich ein Health Pack dabei? Natürlich nicht. Das holen wir mal noch kurz.
Muss mal schauen, ob ich da vielleicht auch noch welche machen kann. Ich habe das Rezept ja gar nicht mehr im Kopf, aber... Ne, für alle Fälle. Weil das Gebiet ist so groß, dann ist es natürlich doof, wenn man zwischendurch wieder an der Seebahn landet. So, also. Ein letztes. Es sei denn, hier ist noch eins. Nee. Wie mache ich die denn? Jetzt gucke ich mal hier nach. Hier sind wenigstens die Symbole. Muss eigentlich weiter oben sein. Medikit. So. Fasergewebe. 2 Schlingpflanzen. Na gut. Das machen wir noch kurz. Einfach so viele wie jetzt reinpassen und dann haben wir ein bisschen Vorrat. Die haben ja wenigstens auch kein Ablaufdatum, nicht so wie die anderen Sachen hier. Ja, schade eigentlich, ne? 1 mehr wäre noch gut gewesen, aber... Kann ich jetzt nicht ändern. So oft werden wir jetzt hoffentlich auch nicht vom Wurm gefressen. Aber beim letzten Mal war es ja wirklich nur einmal und da waren wir wirklich ohne Schneefuchs, ohne irgendwas unterwegs. Eine Leuchtfackel wäre noch gut. Habe ich auch dabei, okay. So. Gut. Das dürfte es dann wohl gewesen sein. Dann machen wir uns jetzt hier auf. Uiuiui. Es wird schon wieder spät. Also eigentlich noch nicht spät. Es ist gerade mal kurz nach 8, aber es waren schon so viele Stunden ohne Tageslicht, ne? Heute ist der 11.12., da ich das aufnehme. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wie weit ihr jetzt gerade in der Zukunft seid, in Bezug auf mich. Das finde ich immer irgendwie witzig, wenn man diese Zeitversetztheit hat, aber sich dessen so bewusst ist. Also wenn man halt zum Beispiel irgendwann ein Interview gibt und das ist dann relevant für den Tag und irgendjemand gräbt es dann halt 20 Jahre später aus, dann ist ja klar, dass es nicht mehr passt. Aber jetzt weiß ich schon, dass das hier, was ich jetzt sage, halt irgendwie erst über 2 Monate später ziemlich wahrscheinlich halt zu sehen sein wird. Das ist schon irgendwie witzig manchmal. So, es ist wunderschön, einfach immer diesen Weg hier zu gehen, nicht? Wobei, ehrlich gesagt, können wir es dieses Mal anders machen. Und hier reingehen und über Land gehen und das dann holen. Was den Vorteil hat, dass ich das Schiff nachher nicht da wieder rausfahren muss, weil da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Vielleicht geht das einfacher, das schauen wir jetzt gleich mal. So, ist auf jeden Fall ganz praktisch, dadurch, dass jetzt dieses Modul nicht mehr am Start ist. Dadurch, zack, das kommt alles aus. Dadurch kann ich jetzt wieder direkt mit einem Klick aussteigen.
Eigentlich wollte ich heute das Video schneiden, was nächste Woche rauskommt. Das letzte von 2020. Also für den anderen Kanal. Aber naja, irgendwie wollte ich dann das hier erst fertig machen. Ich wollte schon sagen, ja, ich wärme mich hier mal kurz auf, aber eigentlich ist das überhaupt nicht nötig. Vorsicht, fallendes Eis. Ich pack schon mal das hier auf die 4 und das hier auf die 2, weil man das Messer hier sowieso nicht benutzen kann. Nachher sind wir so schnell unterwegs, da finden die uns gar nicht. Das wird super. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Aus Versehen mein Steam-Overlay mal wieder angemacht. Das seht ihr dann gar nicht, aber das ist für mich total blöd. Komme ich da hinten rum? Ja. Ach, da bin ich dann. Das ist ja witzig wieder. Wie man es einfach, trotz dass man hier jetzt schon so viel unterwegs war, immer noch nicht gerafft hat. Oh well. Ich will jetzt meine kostbaren Lebenspunkte nicht verschwenden. Wenn wir hier nachher gleich vom Wurm gegrillt werden. Oh mein Gott, was ist da los? Ob es jetzt tatsächlich schneller ist, das jetzt so zu machen, ist so ein bisschen die andere Frage, aber egal. Na, guck mal, hier ist, glaube ich, eine von diesen... Nee. Ich dachte, eine von den Pinguin-Geschichten hier. Aber war es gar nicht. So, wir müssen aber doch das andere Signal wieder anmachen. Das sich nun wo genau befindet? Auch da hinten. Ach so, Moment mal. Ich wollte ja... Ach, ich habe gar nicht genug Platz, oder? Doch. So kann ich den jetzt gar nicht einpacken. Muss ich wahrscheinlich hier machen, ne? Hier. Okay, aber jetzt kann ich den ja wieder nehmen, ne? Ja.
Vorsicht, kleine Pinguine, jetzt komm ich. Und ich bin verdammt schnell. Und todesmutig. Ich hätte vielleicht vorher checken sollen, ob der im Wasser fahren kann. Not again. Scheiße. Hab ich ihn bewusstlos geschlagen? Nein, habe ich nicht. Aha. So kann ich ihn jetzt wieder nicht nehmen. Ah. Hallo. Also wer auch immer sich das ausgedacht hat, weiß, was süße Sachen sind. Nee. So, das wird noch interessant, ne? Ein Viertel der Folge schon vergangen und ich bin noch keinen Schritt näher. Aber naja, das kennen wir ja schon. Da es jetzt sowieso so dunkel ist, gehe ich ja lieber mal zu Fuß. Nicht, dass ich wieder irgendwo hier abstürze mit dem Ding. Und dann war die ganze Mühe wieder umsonst. Aber wir kommen näher. Hilfe! Ja, gut. Dim, dim, dim. Hihi. Muss ich so weit runter? Höhö. Okay.
Ästhetische Entscheidung kurz treffen. So. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich hätte von den Wassertabletten eigentlich eine mitnehmen können, ne? Naja, so. Haben wir noch Wasser? Ja, 1. Ich glaube, deshalb habe ich auch gedacht, dass wir das schon hatten, diese Station, die hier ist im Eis. Weil ich hier schon gewesen bin und weil ich irgendwo schon mal war mit so einer ähnlichen Struktur. Aber das Gebäude selber, da war ich ja dann doch noch nicht. So. Jetzt, sollen wir den Schneefuchs wieder auspacken? Ich weiß es nicht. Erstmal auf die Karte gucken vor allem. Also, wir müssen rüber, über die Brücke am besten. Und dann habe ich keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wo das dann genau ist. Das müssen wir dann selber rausfinden. There is something of significance beyond this bridge. It was important to Altera, but more important. Witzig, dass er das jetzt sagt. Ich habe den doch schon ewig im Kopf. I believe so, yes. I'm sensing interesting patterns to the northeast. It would be worth investigating. But be careful. Of what? I recall ravenous creatures tunneling beneath the ice. Ja, das hast du schön formuliert, Alan. Nordosten. Also wir sind jetzt hier, dann wahrscheinlich eher in diesem Gebiet. Also versuchen wir mal auch hier irgendwie reinzugehen. Ganz kurz mal gucken, aber ich glaube, hier vorne geht es ja nicht weiter, ne? Das heißt, das ist dann der... Ja, also das ist hier quasi der Eingang. Gut, jetzt ist Zeit, das Ding wieder aufzubauen. Achso, das muss man jetzt sowieso erstmal... Hier ist ja noch einigermaßen safe, ne? Oder auch nicht. Aber, ja. Ah, toll. Automatisch angedockt, ja. Vielleicht war das nicht so clever, das da zu bauen. Ja, das führt hier ganz außen rum, oder? So wie ich das verstehe. Wobei... Mal schauen, ob das da vorne... Na, das ist... Oder? Doch, vielleicht. Er wird ja möglicherweise nochmal Bescheid sagen.
wenn wir da näher kommen. Ich höre auf jeden Fall halt schon überall Würmer. Nein! Nein! Jedes Mal. Also hier waren wir schon, ne? Was? Nein? Oh mein Gott. Ah, und eine Wassertablette. Sehr gut. Da können wir direkt... Schnee nehmen. Hallo? Das ging doch hier gerade. Hä? Jetzt. Mm. Ja, also 4 Medikits soll erstmal hoffentlich reichen. Hehehe. Okay, also weiterhin Nordosten. Weiß gerade nicht. Verbesserte Klopfer. Ja, habe ich jetzt gerade nicht, aber bestimmt nützlich. Gehen wir mal hier weiter. Wenigstens hat er eine Himmelsrichtung gesagt. Das ist ja schon mal nett, ne? Oh mein Gott. Es ist einfach unendlich viel Platz hier. Was ist das denn alles hier? Hä, wo bin ich? Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass wenn ich den hier wieder einpacken muss, dass ich dann alles wegschmeißen muss, was ich gerade gesammelt habe. Lass mein Fahrzeug! Hier ist eine verdächtige Pflanze, das heißt bestimmt hoffentlich was Gutes. Okay, was heißt nearby? 739 Meter entfernt von was? Das ist alles übereinander. Oh fuck. 693 Meter entfernt von der Alienbucht und 100
Ne, 1000 Meter entfernt von der Robotik. Ich weiß nicht, wo der ist, aber... Mein Motorrad kriegt er nicht. Alter. Wow. Wow. Okay. Man hat halt nicht wirklich Zeit, sich umzusehen, wenn man die ganze Zeit verfolgt wird. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Zählt das noch als in der Nähe? Bin mir nicht sicher. Bin jetzt schon voll weit gefahren. Ja, ne? Jetzt hat er auch nicht mehr gesagt Richtung Nordosten, also jetzt kann es wahrscheinlich hier überall sein. Ignoriert einfach diese Geräusche da hinten, das ist nichts Schlimmes. Wenn ich jetzt halt wüsste, woran man das erkennen kann, ne? Hier ist... Schub. Bam. Oh. Ah, ne, das ist unser Weg hier, ne? Vielleicht war es auch hier unten. Na, vielleicht auch nicht. Hupsi. Heieiei. Ja, das ist jetzt zu nah. Fahr doch! Ich dachte halt noch höchstens dann ganz da oben irgendwie, ne? Dass man dann hier da irgendwo drauf kann oder so. Keine Ahnung, ob das was bringt. Extremely hilfreich.
Also da hinten ist wahrscheinlich zu weit weg, oder? Wenn er jetzt sagt, er spürt das in der Nähe. Und ich fahre hier 500 Lichtjahre weg. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Oha. Okay. Sieht aus, als wäre der leicht angefressen. Hier sind überall Skelette. Oh, wie sieht das aus, ey? Was ist das? Hä? Was ist das? Ach, der Klopfer. Aber das ist ganz gut so als Point of Reference, dass man weiß, wo eigentlich die Suche begonnen hat. Da vorne ist was Grünes. Ja, so zum Thema in der Nähe, ne? Oh oh. In der Nähe absetzen, fehlgeschlagen. Ja, das würde ich auch mal sagen, dass das fehlgeschlagen ist. Hier geht's bestimmt lang. Ja! Ach, Leute. Das war so ein Kampf. So ein Kampf. Aber wo scanne ich jetzt sein Gewebe? Oder genauer gesagt, was ist sein Gewebe? War ich hier vielleicht doch schon? Ah nein. Wo war's? Hier. The components you scanned can be used to construct several different types of tissue. The technology is New remarkably blueprint efficient. synthesized. Several types. How do you avoid ending up with, I don't know, hooves where your eyelashes should go? That does not happen. At least not since the 4th iteration. You have scanned all the components we need to make a storage, body. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate what you might call cautious optimism. Ja, jetzt müssen wir nur noch zurückfinden, ohne dahin gerafft zu werden. Spiel, du bist zu krass. Wow. Und mein Motorrad ist bald Geschichte, wenn ich nicht ein bisschen besser aufpasse. Das ist aber auch bei Nacht verdammt schwierig.
La 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 la. Da 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 da. Okay, wir nähern uns. Ich hoffe, das ist der richtige Weg jetzt. Back home. Ja, aber hier war auch so ein bisschen Alien Wire. Also dann scheint es wohl einfach so zu sein, dass die, Signale von den größeren... Okay. Von den größeren Stationen einfach nicht angezeigt werden. Also die von diesen... Oh Gott. Toll. Also die von denen, wo man seine Körperteile findet. Sondern dass eben bloß die kleinen Artefakte angezeigt werden. Sorry, wenn jetzt irgendjemandem hier schlecht geworden ist. Ich könnte es euch nicht verübeln. Wo ist das Signal? Und wo geht's hier hin? Egal, wir finden es gleich raus. Auf den Klopfer würde ich jetzt mal scheißen, weil den brauchen wir, wenn dann sowieso nur hier. Also, ich weiß nicht, was da die anderen Leute gesagt haben, aber man kann dem eigentlich schon entkommen. Jetzt bin ich wieder hier, ne? Wieder an der gleichen Stelle. Bin ich jetzt einmal im Kreis gefahren. Mal hier rum. Wir schaffen es irgendwie noch zurück. Das denke ich ganz genau. Vielleicht fahre ich jetzt schon wieder im Kreis. Ich weiß es nicht genau. Wow. Ich will ja auch eigentlich gar nicht nach Norden fahren. Ich will ja eigentlich... Du warst doch eben schon mal da. Vielleicht sind die auch verbuggt. Vielleicht habe ich deshalb so ein leichtes Spiel mit denen. Tausend Tunnel, die alle gleich aussehen. Lala.
Das verarscht mich doch hier alles, dieser ganze... Ja, ich habe nicht genug Platz. Wobei 6, 7, 8, 9... Ach, die blöde Schlingpflanze, ne? Die kann ich eigentlich auch hier lassen. Einpacken. So. Vielleicht, kriegen wir das so leichter hin. Ja, ich gehe hier die ganze Zeit im Kreis. Ich muss jetzt mal hier hoch. Hallo? Ah. Ja, so langsam ist meine Vorsicht auch irgendwie vorüber. Hä? Gab's da nicht 2 Wege? Okay, offenbar nicht. Ich meine, wenn ich jetzt sicher wüsste, dass ich den Schneefuchs sowieso nicht mehr brauche in dem Spiel, dann könnte ich den ja auch hier lassen, ne? Weil jetzt haben wir ja eigentlich alles. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ja, 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 ja. Schon wieder hier, Alter. Was ist das für ein Schrott? Ich gehe jetzt trotzdem nochmal hier lang. Na, so kommen wir zumindest näher, ne? Hoffen wir mal. Ach, schade. Ich wollte eigentlich jetzt das andere noch in der Folge machen, aber das schaffen wir jetzt gar nicht mehr. Naja. Ciao. Ha. Das sehen meine müden Kinderaugen. Unsere Rettung. Und, wo haben wir das Ding gelassen? Irgendwo hier, ne? Ja. Perfekt, dann... Das ist irgendwie total pixelig. Ah, Moment mal.
Alles wackelt hier voll, ich weiß nicht warum. Ups. Dann nochmal einmal Seebahn an. Nicht in den Tod springen. Und dann haben wir es geschafft. Dann müssen wir nur noch beim nächsten Mal diese 3 Teile herstellen. Und dann können wir den Alan endlich mal erlösen. Und wie gesagt, das Finale im Sinne von, dass man dann die Insel verlassen kann oder den Planeten verlassen kann, das scheint es wohl noch nicht zu geben. Aber zumindest können wir eben ihm einen neuen Körper geben. Das ist so auch schon mal was. Und dank unserer geschickt getarnten kaputten Seebahn in ungefähr 650 Metern Tiefe finden wir dann hoffentlich auch das Biom wieder, das wir brauchen. We have gathered the necessary components to begin constructing my body. Great. What's next? Let's get you out of my head. Do you remember the fabrication facility? You must return there. Ja. Right. The fabrication facility. So you always planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me. Did all of your people have access to that kind of mobility? Ours was a research mission of the highest importance. All of my people were not invited. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. One does not simply cease to be scientific. Don't I know that? So, what happened? Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Return to the facility and construct the body. Okay, but don't think I don't notice you changing the topic. We'll come back to this later. Ja, das besprechen wir dann nochmal, ne? Jetzt holen wir erstmal alles, was wir dafür brauchen. Und ich muss wirklich sicher gehen, dass ich dann auch echt alles dafür dabei habe. Wie, wir sind da unten und es fehlt dann ein Titan, ne? Dann muss ich leider ausrasten. Okay. Jetzt. Gut, dann 2 Ionenwürfel. Zack, zack. Kabelsatz. Ne, Kabelsatz, ja, ist es ein Produkt oder ist es ein... Ne, man kann es nicht verwenden, also es ist woanders. Soweit meine Logik. Nein, nicht bei Tiere und Eier. So, zack, zack. Ach, den Thermo. Guck mal, die Haube habe ich wieder nicht aufgezogen. Ja. Und jetzt habe ich den Schneefuchs hier dabei. Der kommt mal zu Tiere, weil es ist immer ein Fuchs. Bedimmt's. Seek fluid intake. Ja. Da gibt's was von Ratiofarm. So, 2 Salz haben noch Platz. Wunderbar. Zack, zack. Vital signs stabilizing. Okay, ja. Das können wir jetzt mal noch machen hier. Zack, zack, zack. Ja. Ah, ein Aerogen muss ich wieder machen. Gelsack und Rubin. 3 Nickel.
Ja, 3. Ein Ionenwürfel und 3 Kyanit. So, dann Aerogel noch schnell. Und das sind alles unterschiedliche Sachen. Das heißt, es ist auch jetzt nicht so, dass ich eins nur einmal eingepackt habe und es dann verbraucht ist, nicht wahr? Scheint ganz so auszusehen. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und dann... I think that's it. Ich glaube, das war's dann. Wir können natürlich noch irgendwelche Erweiterungen und so weiter machen mit der Seebahn, aber das hat ja alles immer irgendwie, also muss ja auch irgendwo einen Zweck haben. Deshalb denke ich, dass es das dann erstmal war und dass dann, sobald im Release ist, ich dann weiterspiele. Das kann sein, dass das für euch dann nahtlos ist, weil das zu dem Zeitpunkt dann rauskommt, wo die letzte Folge hier läuft oder wie auch immer. Das werdet ihr dann sehen. Ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen, aber jetzt geht's erstmal weiter in der nächsten Folge. In diesem Sinne, schönen Abend noch, freut euch aufs Finale und bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.